Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ikuma Games. Ich möchte euch heute von den neuen Updates für die Pico 4 und die Pico Neo 3 Link berichten. Da gibt es so Neuigkeiten zur Streaming-Software, einmal zum Streaming Assistant für die Pico 4 und zum Pico Link, zur Pico Link App, glaube ich, wird die so umgangssprachlich genannt. Um diese beiden Sachen soll es hier gehen. Ich quatsche jetzt einfach mal drauf los und blende euch dann immer hier ein, um welche Version es sich handelt, beziehungsweise wo ihr das Ganze runterladen könnt, seht ihr dann in der Beschreibung. Es geht nämlich bei der Pico 4 um den geupdateten Streaming Assistant. Da haben wir jetzt nämlich die Version 9.3.7.1 und dafür braucht ihr auf jeden Fall die Pico Firmware 5.3.2, glaube ich, ist das. Also auf jeden Fall die neueste. Dann könnt ihr den neuesten Streaming Assistant auch nutzen. Also guckt mal, dass ihr das Update habt. Kann sein, dass die nach und nach ausgerollt werden. Also wenn ihr das noch nicht habt, seid geduldig, das kommt auf jeden Fall. Und was hat sich bei dem geändert? Also zu Pico 3 kommen wir noch, deswegen erstmal um die Pico 4 kümmere ich mich hier. Da hat sich Folgendes geändert. Wir haben hier, ich glaube, so zeige ich euch das am besten live. Version 9.3.7.2. Ihr seht, das hat sich vielleicht hier noch nicht großartig geändert, aber was neu ist, sind hier die Einstellungsmöglichkeiten. Hier bei Wi-Fi, gut, hier klicken wir natürlich einfach an, wenn es angeschlossen ist. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber interessant wird für uns hier sein, was in den Optionen sich verändert hat. Das ist nämlich jetzt für Kabel und für WLAN oder für Wireless Streaming gleich. Und ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was getan. Es hat sich jetzt nämlich verändert, dass ihr hier die Auflösung und die Bitrate getrennt voneinander habt. Die Auflösung stellt quasi ein, was die Auflösung in SteamVR darstellt. Bei Ultra haben wir jetzt nämlich eine Auflösung von 2560 mal 2560, also höher als nativ. Und da befinden wir uns bei mal 1,4. Das ist bei Virtual Desktop, kennt ihr das vielleicht schon, habt ihr, wenn ihr Godlike nutzt, eine Auflösung von knapp unter 4000 mal 4000 Pixeln. Und das habt ihr hier bei Ultra nicht. Das sind 2560 mal 2560. Was eine gute Auflösung ist. Also ich glaube, für die meisten da draußen wird das absolut ausreichend sein. Ich glaube, das ist auch Ultra bei Virtual Desktop. Ich weiß nicht, wie das da gerade heißt. Also nicht so gut wie in Godlike. Aber wir kommen noch dahin, dass ich einen Tipp für euch habe, wie ihr die Auflösung dann nochmal weiter hochschrauben könnt. Ähm, Ob das Ganze etwas bringt, weiß ich noch nicht so genau, weil im Prinzip wird nur die Auflösung in SteamVR festgelegt, also die ihr am Anfang habt. Ihr könnt den Regler aber auch natürlich einfach manuell hochregeln. Aber falls es doch irgendwie einen Unterschied macht, könnt ihr dann ja testen. Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Ob das einen Unterschied macht, ob ihr das gleich hier verändert oder ob ihr die einfach bei SteamVR ändert, die Auflösung. Das könnt ihr dann gerne für euch testen. Wichtig war für mich immer, die Bitrate war hier unter dem Punkt HD, da war die Auflösung eben nur nativ, also 2160 mal 2160, glaube ich, waren das, bei einer Bitrate von 100 Mbps, was lächerlich wenig ist. Stufenlos veränderbar, das finde ich eine tolle Sache. Und 150 Megabyte pro Sekunde ist auch das, was wir, Mbit pro Sekunde. Ich werde da immer korrigiert. Nagelt mich nicht drauf fest, was die Begrifflichkeiten angeht. Ihr wisst, was ich meine. Bei Virtual Desktop nutzen wir nämlich auch 100 Mbps. 150. So. Und das haben wir hier jetzt nämlich auch. Das heißt, die Qualität wird deutlich besser sein jetzt. Und wir gehen mal weiter, was wir noch für Sachen haben. Hier ist die automatische Bitrate. Die können wir jetzt auch einstellen. Also wenn euer Internet irgendwie, ja, das nicht packt oder wie auch immer, ist, glaube ich, vielleicht ganz gut für euer Virus Streaming. Könnt ihr gerne ausmachen, wenn ihr ein Kabel nutzt, weil dann werdet ihr hoffentlich ein stabiles Bild und eine stabile Datenrate haben. Codec kann man jetzt auch seit kurzem AVC. Das ist 246, also dieses X246 Codec nehmen wir, bleiben aber bei HEVC. Das gibt einem ein deutlich besseres Bild. Und ja, das ist geblieben. Aktualisierungsraten 72 Hertz oder 90 Hertz. Controller-Modus weiterhin Standard und Kompatibilität. Lasst es ruhig auf Standard-Kompatibilität, bringt einem nicht viel. Da kommen wir gleich zu einem Trick, wie ihr das Ganze verbessern könnt, weil bei Kompatibilität habt ihr quasi, anstatt dass die Pico-Controller verwendet werden, werden beim Kompatibilitätsmodus die HTC Vive Controller verwendet und die bringen euch gar nichts, weil die einfach nicht
passen vom Layout her. Was wir wollen, sind die Oculus Controller und die gibt es hier nicht einstellbar, aber später zeige ich euch, wie ihr die einstellen könnt. Dann haben wir hier noch das Mikrofon, können wir jetzt einschalten, also dass das Mikrofon der Pico 4 durchgelassen wird auf euren PC. Dann braucht ihr kein zusätzliches Mikro. Da soll sich die Qualität auch verbessert haben. Da könnt ihr jetzt ein- und ausstellen und hier regeln. Das ist eine nette Sache. Audiolatenz, solltet ihr merken, dass eure Spiellatenz deutlich schlechter sein sollte oder ihr habt eine schlechte Internetverbindung und euer Audio wird schneller übertragen als euer Bild oder wie auch immer, könnt ihr das hier auch nochmal ändern. Das ist auch eine tolle Sache. Zum Beispiel, ja, wenn ihr mit einem Kabel spielt, mit einem USB-Kabel, habt ihr ungefähr 30 Millisekunden und das passt dann auch. Dann habt ihr hier noch den Punkt Frame Interpolation. Da steht, wenn Probleme mit der Internetverbindung zu Frame-Ausfällen führen, werden die fehlenden Frames durch Interpolation aus den vorhandenen Frames generiert. Genau, und das haben wir dann hier. Das können wir dann abspeichern und dann können wir hier das Kabel nutzen. Warum ist das gut? Ihr könnt das Ganze natürlich auch per Wireless nutzen oder eben Virtual Desktop einfach weiterhin verwenden, aber es gibt nun mal Fälle, ich habe das letztens erst gemerkt, da wollte ich auf dem Dachboden bei uns spielen, da ist viel Platz und ich habe gerade einen Laptop von XMG zum Testen hier und habe da oben kein WLAN. Ne? Und selbst wenn ich WLAN hätte, wäre das grottenschlecht und da wollte ich einfach ein Kabel an meine Pico 4 ranhauen und das Ganze zocken. So, und das war vorher einfach nicht zu empfehlen, weil der Streaming Assistant von der Pico 4 war einfach Murks und hat nicht gut funktioniert und sah einfach scheiße aus. Aber das Ganze wurde jetzt gefixt und das Ding ist jetzt auf jeden Fall brauchbar. Ist es jetzt so gut wie Virtual Desktop? Leider nicht, aufgrund dieser zwei Dinge. Einmal könnt ihr die Auflösung nochmal viel höher stellen bei Virtual Desktop. Das bringt auf jeden Fall eine Menge. Das können wir aber vielleicht nachher ein bisschen ausmerzen oder eben manuell hochstellen. Aber was noch relevant ist, ist das Sharpening. Denn das Virtual Desktop Programm schärft euer Bild nachträglich. Das ist nämlich ganz wichtig. Schärfen könnt ihr immer, habe ich schon oft gesagt bekommen. Ihr könnt ja einfach hier ein Sharpening-Tool nutzen am PC. Das bringt gar nichts, weil das Bild wird ja von eurem PC genommen und auf die Brille, also erstmal kodiert, auf die Brille übertragen und wieder dekodiert. So, und dadurch kommen diese Artefakte zustande. Weil die Datenrate von 150 Mbps ist einfach nicht schnell genug. Und dieses Sharpening bei Virtual Desktop wird von der Brille gemacht. Also da werden explizit schwarze Punkte genommen, gesucht, wie auch immer, und die werden ein bisschen aufgehellt, sodass sie ein bisschen den Bildeindruck gleichmäßig machen. So, und das habt ihr, da ist es halt super wichtig, dass das nach der Kompression passiert und nicht davor. Deswegen muss die Brille das von sich aus machen und das hat halt eben Virtual Desktop einkodiert und ich glaube, das fehlt uns noch bei dem Streaming Assistant. Deswegen sieht das Bild bei Virtual Desktop immer noch ein bisschen schärfer, ein bisschen besser aus, aber rein physikalisch geben sich die beiden nicht so viel. Ich hoffe, dass das Ganze einfach noch von Pico nachgebessert wird, weil mehr ist es auch nicht. Sharpening, klar, Virtual Desktop ist immer noch ein super schönes und einfaches Tool, aber müsst eben erstmal dafür Geld bezahlen. Das wollen vielleicht viele nicht. Oder müsst eine gute WLAN-Verbindung haben. Manche haben da Probleme. Auch ich, der sich eigentlich gut damit auskennt, habe immer mal wieder Probleme, muss meinen Router neu starten und so. Und ich habe hier mein Kabel hängen so und würde das manchmal einfach ganz gerne benutzen. Und das geht mit Virtual Desktop nicht. Es gibt ein Tool, das habe ich euch auch schon mal hier in meiner Story oder in meinem YouTube-Beitrag verlinkt, wie man mit der USB-Verbindung sozusagen eine Ethernet-Verbindung herstellt. Aber mir ist dann aufgefallen, ich habe Abstürze. Und dachte erstmal, das wäre so ein Fehler von mir und kann ja mal passieren. Aber das haben mehrere Leute berichtet. Also scheint es da irgendwie zu abstürzen, also PC-Abstürzen, nicht mal von der Brille, zu kommen, wenn man diese Art der Verbindung nutzt. Also da nutzt man dann Virtual Desktop über USB, aber als Internetverbindung und nicht als USB-Verbindung, um die Datenrate da durchzujagen. Und das ist irgendwie, komisch. Würde ich nicht empfehlen. Also eine super Sache, dass man hier wieder eine Alternative hat zu Virtual Desktop. Und
ja, vielleicht kommt der Virtual Desktop Guy ja mal dazu, eine USB-Verbindung zu machen. Er sagt, das sei ja nicht so trivial. Da müsste man eben irgendwo in den Roots des Betriebssystems da Zeug machen. Das ist gar nicht so leicht. Von daher nervt den Entwicklern nicht zu viel, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir jetzt eine Alternative haben, vor allem für alle Leute, die sich nicht auskennen. Die kaufen sich die Brille, die wollen dann sehen, okay, am PC anschließen, wie funktioniert das? Zack, und dann geht's los. Ich finde immer, sowas sollte funktionieren, selbst wenn es bessere Alternativen gibt. Da hat auf jeden Fall Pico jetzt nachgebessert. Ich gucke nochmal, ob ich was vergessen habe hier, was für Patch Notes es gibt beim Streaming Assistant. Also hier steht Ultra HD-Option, habe ich erklärt. Maximale Bildrate erhöht, Funktion zur automatischen Anpassung der Bitrate haben wir auch. Mikrofonlautstärke, H264-Option zur Codierungseinstellung hinzugefügt haben wir auch. Kabelgebundenes Streaming für verbesserte Kompatibilität optimiert. Also anscheinend wurden noch ein paar Kompatibilitätsprobleme, ich weiß nicht, ob es da um die Kabel geht, welche funktionieren, welche nicht. Das wurde verbessert. Und dann steht hier noch Anti-Shake-Schema des Controllers optimiert. Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Abgesehen davon hat sich da nicht so viel getan. Controller-Kompatibilität ist immer noch Glückssache, aber wie gesagt, am Ende des Videos, gleich rede ich noch über die Pico 3 Link-App, was sich da getan hat, und dann zeige ich euch nochmal ein paar Sachen, die ihr ändern könnt in der INI-Datei des Streaming Assistants, um dann noch ein paar Sachen für euch auszubessern. Zum Beispiel zur Controller-Kompatibilität oder noch ein paar andere Tools, die ihr dann manuell verschieben könnt. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Pico 3 Link-App. Ganz wichtig zu benennen vielleicht. Habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich hoffe, ihr guckt das Video bis hierhin, bis zu diesem Punkt, sonst wäre das ja alles Quatsch. Ihr könnt jetzt nämlich endlich die Pico 3 Link-App und den Pico Streaming Assistant gleichzeitig verwenden. Beziehungsweise beides funktioniert dann simultan. Davor, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute das betrifft. Mich betraf es, wenn ihr den Streaming Assistant benutzt habt, funktionierte Pico Link nicht mehr. Also ich konnte die Pico 3 Link am PC nicht mehr nutzen. Das heißt, ich musste es immer deinstallieren, das andere installieren und immer hin und her. Und das war echt Käse. Es gibt leider noch nicht die Möglichkeit, nur eine App zu verwenden. Also die Pico 3 Link benutzt die Link-App und die Pico 4 benutzt die Streaming Assistant App. Ein bisschen wischiwaschi immer noch, aber so funktioniert es zumindest gerade. Wir sind jetzt hier bei der Pico 3 Link App. Da können wir eben auswählen WLAN-Verbindung oder DisplayPort-Verbindung. Das ist geblieben. Mit der Pico 3 Link habt ihr nach wie vor nicht die Möglichkeit, aber warum solltet ihr das tun? Per USB-Kabel zu spielen. Ihr habt euer DisplayPort. Hier bei WLAN hat sich nicht so viel verändert. Das ist immer noch nur HD. Das wird hoffentlich noch nachgebessert. So sah es eben bei der Pico 4 Streaming Assistant eben auch aus. Hier fehlt definitiv noch Bitraten-Slider und Auflösung werde ich definitiv im Anschluss dieses Videos weitergeben, weil wenn sie das schon geändert haben, dann sollen sie es richtig machen. Dann haben wir hier den DisplayPort. Hier ist 90 Hertz. Ihr seht schon, es hat sich quasi nichts verändert hier. Das Einzige, was sich verändert hat bei dieser App, ist, dass ihr die höhere Kompatibilität habt. Das funktioniert jetzt auf jeden Fall. Ich gucke mal in den Patch Notes, was hier steht. So, Installation zusammen mit dem Streaming Assistant aktiviert, mögliche Geräusche im DisplayPort-Modus behoben. Also es gab Leute, die hatten Probleme mit Audio Crackling, wurde das immer so schön genannt. Das wurde jetzt behoben und Einstellung der Controller-Tasten für drahtloses Streaming optimiert und angepasst. Okay. Aber abgesehen davon hat sich nichts verändert. Das ist natürlich schade. Aber gut, so ist es halt. Weiterhin wird an der Pico 3 Link gearbeitet. Es gibt auf jeden Fall Patch. Ihr habt es vielleicht festgestellt. Die Pico 3 Link hat jetzt ein neues Firmware-Update bekommen und sieht jetzt quasi innerhalb der Brille aus wie die Pico 4. Da haben wir die Version 5.31. Und das ist ja schon mal ein guter Schritt, dass das angepasst wird, damit sich die beiden Brillen simultan weiterentwickeln und da kein Extra-Kram
geführt wird. Also wer die Pico Neo 3 Link hat, braucht sich im Standalone-Modus keine Sorgen machen. Da wird alles nach und nach weiter gepatcht und die Spiele werden kompatibel bleiben und so weiter. Nur ja, warum sich viele die gekauft haben, die Pico Neo 3 Link, ist natürlich die DisplayPort-Funktion und die hinkt noch nach. Versteht mich nicht falsch, sie funktioniert super, aber trotzdem haben wir immer noch chromatische Aberrationen und es ist immer noch nicht perfekt, was den, wie sagt man so schön, ja, der Ausgleich der Wölbung der Linsen, mir fällt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein, der könnte immer noch besser sein, meiner Meinung nach. Und ja, so viel dazu. Okay, und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was ihr verändern könnt an eurem, ja, an euren, ja, bei der Pico Neo 3 Link, sowohl bei dem Pico Streaming Assistant, die sind ja sehr ähnlich aufgebaut. Da könnt ihr in einer INI-Datei ein bisschen rumschrauben, um ein paar Sachen für euch zu verändern. So, ich habe jetzt mal auf mein Desktop geschaltet und was wir hier tun müssen, ist bei der Pico 3 Link, bei der Pico Link App hier oder beim Streaming Assistant in in das Installationsverzeichnis gehen und diese Datei hier finden, den RVR-Plugin oder RVR-Plugin, und den müssen wir editieren. Ihr findet den ganz einfach, indem ihr hier auf die Verknüpfung geht, Rechtsklick, dann Dateipfad öffnen, dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg, geht hier nach oben unter dem Punkt Driver, Bin, Win64 und hier drin habt ihr den RVR-Plugin. Nicht .dll, sondern hier die Konfigurationseinheit. Einstellung, ja. Die müsst ihr verändern. Das Ding ist schreibgeschützt, deswegen ist es am einfachsten. Diese Methode benutze ich. Ihr könnt natürlich jedes Mal euch die Rechte geben lassen, aber es müsst ihr irgendwie immer wiederholt machen. Wenn ihr der PC-Crack seid und das verhindern könnt, ist das ja cool. Für mich funktioniert es am einfachsten, wenn ich das Ganze auf den Desktop bringe und das dann hier einfach reinziehe und dann ersetze. So. Denn wenn ihr die Einstellung versehentlich ändert in eurem Streaming Assistant, dann stellt sich das immer wieder neu. Also ist es ganz gut, wenn man hier so ein Backup hat. Passt nur auf, wenn ihr beides benutzt, die sind sich doch ein bisschen unterschiedlich. Ob ihr nun die Pico 3 Link App nehmt oder den Streaming Assistant. Also die heißen gleich, aber macht nicht das gleiche. Also das ist jetzt ich lösche den einfach mal und mache den manuell. Hier packen wir auf den Desktop und hier haben wir dann Einstellungsmöglichkeiten für den Streaming Assistant. Zum Beispiel, ich habe es ja eben schon genannt, hier ganz oben haben wir die Auflösung. Ich habe das ja auf Ultra gestellt und hier könnt ihr die Auflösung, keine Ahnung, höher stellen auf ungefähr 2970 mal 2970 oder 3260 oder wie auch immer. Okay, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also die Auflösung des Godlike-Modus bei Virtual Desktop ist 3260 mal, 3220 mal 3220. 3120, meine Güte, mal 3120. So, das könnt ihr jetzt quasi speichern und dann habt ihr bei SteamVR diese Auflösung. Ob das jetzt das gleiche ist wie bei Virtual Desktop, kann ich euch nicht sagen, weil ich behaupte mal, dass wir wahrscheinlich bei Steam einfach die Auflösung auch hochstellen können, damit das keinen großen Unterschied machen. Klärt mich auf, wenn ich da falsch liege. Aber wenn ihr euch sicher sein wollt, ich will die maximale Auflösung nutzen, ballert euch das hier einfach in die INI rein und dann habt ihr das. Den Rest könnt ihr eigentlich getrost ignorieren. Hier unten könnt ihr nochmal an der Bitrate schrauben. Das ist jetzt eben die 150 Mbit. Ich hatte vorher ja, das mal auf 200 Mbit gestellt. Könnt ihr ausprobieren, vielleicht, also es wird so gemunkelt, dass die maximale Bitrate der Pico 4 ein bisschen höher ist, also diese 150 Mbit. Ob das jetzt so eine fiktive Zahl ist, keine Ahnung, aber die wird oft benutzt. Ihr könnt gerne auf 170, 180 stellen. Dafür müsst ihr hier natürlich gucken, wie viel ist das. Das ist jetzt in Bytes wahrscheinlich. Stellt das ja auf 80, 90 und dann habt ihr irgendwie 160 Mbit, 170 Mbit. Probiert es einfach für euch aus.
die meisten Sachen könnt ihr hier ignorieren, aber hier Controller Type könnte für euch interessant sein. Wenn ich mich recht erinnere, war Controller Type 1 waren die Oculus Controller. Ne, wenn ihr das einstellt, also bei 0 seid ihr bei den Pico-Controllern oder 3, das ist immer irgendwie unterschiedlich, aber bei Controller Type 1 habt ihr die Oculus Quest Controller. Das sind zwar die alten, aber wenn ihr irgendwie Kompatibilitätsprobleme bei Spielen habt, stellt das ruhig so ein und dann werdet ihr die meisten Spiele damit gut spielen können. So, dann gibt es hier unten noch ein paar Sachen, die sind interessant. Bei der ganzen Übertragung habt ihr hier diese Werte. Brightness, Saturation, Contrast und so weiter. Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, ein bisschen dran rumfeilen. Wenn euch das Bild ein bisschen zu dunkel ist, könnt ihr es ein bisschen aufhellen und so weiter. Und interessant ist hier der Punkt Sharper. Ich nehme an, das ist das Sharpening. Wie ich eben schon erklärt hatte, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ganze hier geschärft wird, das Bild, bevor es an die Brille übertragen wird. Man sieht nämlich keinen großen Unterschied, was die Kompression angeht. Das Bild wird einfach nur geschärft. Ihr kennt das Problem, wenn ihr das hochsetzt, habt ihr ein gewisses Oversharpening. Der Wert ist hier anfangs auf 0 und wenn ihr den auf 1 setzt, dann ist es extrem, also klassisches Oversharpening. Also probiert es aus, macht mal hier einen Wert 0,2 rein zum Beispiel. Dann seht ihr das eigentlich schon deutlich. Wenn euch das was bringt, ist super. Wenn nicht, dann lasst es. Wie gesagt, ist das Bild noch längst nicht so gut, wie es die Pico 4 mit Virtual Desktop ist. Ne? Aber wie gesagt, gibt es einfach Leute, die das gerne mit Kabel Kabel nutzen wollen und damit könnt ihr das jetzt tun. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. So, wir gucken uns jetzt einfach nochmal spaßeshalber an, wie das Ganze bei der Pico 3 Link App aussieht. Hier habt ihr genauso den Driver Bin64, dann RVR-Plugin und ihr seht, das Ganze sieht hier ähnlich aus. Was ihr hier nicht ändern könnt, und das ist, glaube ich, noch ein Problem bei der Pico 3 Link, diese Auflösung hier, wenn ihr die ändert, dann wird das Ganze irgendwie kaputt gehen bei euch. Das könnt ihr im Prinzip alles so lassen. Eigentlich könnt ihr hier nicht groß was ändern. Bitrate ist eigentlich auch nur auf WLAN bezogen. Genau, doch, Bitrate, hier die Auflösung könnt ihr hier wahrscheinlich ändern, funktioniert wahrscheinlich aber nur bei WLAN. Ich habe es eigentlich immer nur beim DisplayPort genutzt und dann gemerkt, okay, irgendwie ist hier was kaputt. Hier könnt ihr genauso die Bitrate einstellen, könnt ihr auch eben erhöhen, um das Ganze, ich glaube, was war der Stand? 100. Dann verdoppelt ihr das Ganze einfach. Dann habt ihr eben auch eure 200 Mbit oder 150 Mbit, wie auch immer. Könnt ihr eigentlich genauso übertragen von der anderen App. So, und dann haben wir hier noch den Controller-Type. Hier genau das gleiche, Controller-Type 1. Dann habt ihr eure Oculus-Controller. Wenn ihr da Probleme habt mit eurer Pico 3 Link, egal ob DisplayPort oder nicht, dann hilft euch das hier aus. So, genauso hier könnt ihr Picture, Brightness und so weiter einstellen. Da ist immer das Ding, wie gesagt, dass es beim DisplayPort, glaube ich, keine Veränderung zeigt, sondern nur beim Wireless, weil eben da eigentlich der PC die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise SteamVR und da nicht mehr so viel passiert. Da muss Pico auf jeden Fall nachbessern. Wir alle wünschen uns ein besseres Streaming-Erlebnis mit der Pico 3 Link im DisplayPort-Modus. Aber ich bin erstmal froh, dass die beiden Sachen gemeinsam funktionieren. Okay, so, dann würde ich sagen, habe ich euch das mal ein bisschen zusammengefasst. Ich hoffe, das war nicht zu unverständlich. Ich bin da so ein bisschen wild und habe jetzt kein Skript geschrieben, wollte euch einfach mal kurz und schmerzlos berichten, was es da Neues gibt. Ja, die Pico 4 entwickelt sich weiter. Es werden nach und nach Sachen geupdatet, aber die Pico 3 Link ist auch nicht verloren. Da kommt auch neuer Kram raus. Und ich glaube, wir können da zuversichtlich sein, dass sich die beiden parallel entwickeln. Aber das ist eben bis jetzt nur auf der Standalone-Seite. Aber jetzt hat sich was verbessert bei der Pico 4 und PC VR. Also können wir hoffen, dass da auch noch an der PC VR-Seite von der Pico 3, Neo 3 Link sich was tut und sich das Ganze weiterentwickelt. Denn immerhin ist das Standalone-Merkmal
nicht das Standalone im Sinne von VR, sondern das Alleinstellungsmerkmal der Pico 3 Link ist eben die native PC-VR-Schnittstelle. Und weiterhin ist die Pico 3 Link das beste native PC-VR-Gerät in my opinion. So, zumindest für das Geld. Aber die Pico 4 ist auf jeden Fall ein solides Gerät und funktioniert super am PC. Jetzt auch mit dem Streaming Assistant, aber auch mit Virtual Desktop ist das ein Traum. Sieht richtig gut aus und kann man auf jeden Fall machen. Sagt mir, wie ihr das Ganze fandet. Habt ihr das Ganze schon ausprobiert und welche Funktionen wünscht ihr euch zukünftig von der Pico 4 oder bei der Pico Neo 3 Link? Meine Güte, diese ganzen Begrifflichkeiten, ey. Kann das nicht einfach nur Pico 4 und Pico 4 Link heißen oder so? Naja. Okay. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Krams über die Pico 4 und Pico 3 Link, aber auch bald für die PSVR 2 wird es hier Content geben. Die ist schon vorbestellt und ich freue mich schon auf das Gerät. Und ja, als nächstes kommt hier das Video zum, ich kann es ja mal anteasern, AMVR Cover und noch viel mehr. Also bleibt auf diesem Kanal. Ciao.